Zerstörte Häuser, Tausende Evakuierte, Schäden an Bauten, persönlichen Gegenständen, Mensch und Tier. In der Nacht auf den 6. Juni bricht der Kachowka-Staudamm in der Nähe der ukrainischen Stadt Cherson. Die Wassermassen fließen ungebremst aus dem Stausee und überfluten in den nächsten Stunden Dutzende Dörfer und Städte. Anhand von Zeugenvideos, Social-Media-Posts und Satellitenbildern rekonstruieren wir die ersten 12 Stunden der Katastrophe. Der Kachowka-Staudamm liegt im Süden der Ukraine. Der Fluss Dnipro ist Kriegsfront. Das östliche Ufer ist russisch besetzt, das westliche Ufer ist in der Hand der Ukraine. 2 Tage vor der Zerstörung wurde dieses Satellitenbild aufgenommen. Nun klafft ein Loch mit 260 Metern Länge in der Staumauer. Links und rechts hat es 2 kleinere Löcher. Ebenfalls ist ein Teil der Landmasse überflutet. Das sieht man auch auf diesem Drohnenvideo. Es wurde nur kurz nach Sonnenaufgang aufgenommen, etwa gegen 5:15 Uhr. Eine Stunde später wird auf Telegram dieses Video veröffentlicht. Es zeigt das Ausmaß der Zerstörung vom südlichen Ufer aus. Der Stausee hat mehr als 18 Kubikkilometer Fassungsvermögen. In den Tagen vor dem Dammbruch war sein Wasserlevel auf einem historischen Höchststand. Etwas nach 6 Uhr und 60 Kilometer weiter flussabwärts in der Stadt Cherson beginnt das Wasser über das Ufer zu treten. Der Vergleich mit einem Satellitenbild zeigt, dass die Promenade und einige Grünflächen überflutet sind. Der Wasserstand ist somit bereits um 3 Meter angestiegen und hat noch lange nicht sein Maximum erreicht. Deshalb ruft der Gouverneur der Region Cherson zur Evakuierung der gesamten Gegend auf. Kurz nach 9 Uhr wird dieses Video veröffentlicht. Zu sehen ist der Fluss in Hulets. Allerdings fließt er rückwärts. Das kommt daher, dass die Wassermassen aus dem Stausee die Mündung des Flusses erreicht haben und das Flusswasser wieder landeinwärts drücken. Das Video wurde um 9:30 Uhr veröffentlicht, aber der tiefe Sonnenstand weist darauf hin, dass es bereits einige Stunden früher aufgenommen wurde. Direkt unterhalb des Staudamms, in der Stadt Nowa Kachowka, ist die Situation noch dramatischer. Das hier war einmal ein Fußballplatz. Er ist nur 150 Meter vom Ufer entfernt. Normalerweise liegt er 5 Meter über dem Wasserspiegel. In dieser Aufnahme von 9 Uhr sieht man, wie die Sitzflächen der ersten Tribünenreihe schon von Wasser bedeckt sind. Aufgrund verschiedener Fotos aus dem Netz schätzen wir den Wasserstand also auf 5,5 bis 6 Meter. 2 Stunden später kann man auf diesem Satellitenbild nur noch die Umrisse des Stadions erkennen. Es steht komplett unter Wasser. Zur gleichen Zeit, nur wenige Straßen weiter, steht der Palast der Kultur. Normalerweise liegt der Vorplatz 10 Meter über dem Wasserlevel. Der Platz ist zum Zeitpunkt des Videos bereits etwa 1,5 Meter unter Wasser. Somit schätzen wir das Hochwasser auf mindestens 11,5 Meter. Entlang des ganzen Dnipro werden Ortschaften überschwemmt. Die Bewohner müssen evakuiert werden. Diese Bilder stammen aus Vororten Chersons. Und auch 12 Stunden nach dem Dammbruch steigt das Wasser noch weiter. Das bedeutet, dass neben den bereits bestätigten Orten noch viele weitere in Gefahr sind, überflutet zu werden. Schätzungen zufolge werden über 40.000 Menschen betroffen sein. Welche Auswirkungen diese Katastrophe auf den Krieg in der Ukraine haben wird, ist noch nicht klar. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig. Klar ist nur, falls eine der beiden Kriegsparteien den Damm zerstört hat, ist das ein Kriegsverbrechen. In diesen Tagen beginnt auch die ukrainische Gegenoffensive. Unser Militärexperte Georg Hässler erklärt in diesem Video die möglichen Szenarien.